Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal in 2026. Anfang Dezember erst bin ich von meiner letzten Reise zurückgekommen und schon bin ich auch wieder unterwegs. Spontan raus aus dem deutschen Winter und rein ins Rote Meer, warum nicht auch dieses Jahr wieder? Und so bin ich tatsächlich schon wieder in Ägypten. Eine spontane Woche tauchen und ich habe schon wieder richtig Bock. Wie es also dieses Jahr im Januar mit Wind, Wetter und Sichtweiten aussieht, let's find out. Ja, meine Freunde, jetzt bin ich also schon wieder in Hurghada. Bereits letztes Jahr war ich ja ebenfalls im Januar hier und nun hat es mich erneut hierhin verschlagen. Da das Ganze sehr kurzfristig war und ich weder Lust noch Zeit hatte, groß irgendetwas zu planen, bin ich wieder ganz pragmatisch hier abgestiegen. Im Arabella Azur. Mit einem guten Last-Minute-Preis und etwas netter Kommunikation im Vorfeld habe ich auch tatsächlich mein Wunschzimmer bekommen. Die gleiche Kategorie wie letztes Jahr. Block E. Diesmal allerdings nicht im Obergeschoss. Klar, die Kuppeln mit den Oberlichtern waren schon geil, aber der Balkon doch leider recht windanfällig. Und daher habe ich mich entschieden, bei Verfügbarkeit diesmal ein Zimmer im Erdgeschoss zu nehmen. Denn hier habe ich dann zumindest diese geile, windgeschützte Sitzecke, unmittelbar vor meiner Eingangstür. Aber natürlich bin ich auch dieses Mal ausschließlich zum Tauchen hier. Und das mache ich dann logischerweise auch wieder mit der hier ansässigen Basis, dem Blue Water Dive Resort. Somit kenne ich hier nicht nur bereits die Infrastruktur, sondern bekomme auch ein bisschen Rabatt als Wiederholungstäter. Check-in-Formalitäten sind bereits alle geklärt und daher würde ich sagen, Freunde, ab aufs Boot. Hurghada 2026, let's go!
Wenn man schon mal in Hurghada ist, dann liegt ein Trip nach Abu Nuhas natürlich nicht in unrealistischer Weite. Diese Riffgruppe, bekannt als der Schiffsfriedhof des Roten Meeres, liegt etwa 2,5 Bootstunden von Hurghada entfernt und ist wohl eine der Referenzen hier für das Tauchen in und um Wracks innerhalb sporttaucherischer Limits. Leider war es die ganze Woche über erst zu windig und so war bis zuletzt gar nicht klar, ob wir Abu Nuhas überhaupt anfahren können. Aber letztendlich haben wir es dann doch hierhin geschafft. Vor allem die erst in 1983 gesunkene Giannis D ist hier ein absolutes Highlight, welches ich auch mittlerweile schon diverse Male betaucht habe. Selbst Anfänger haben hier einen schönen Spielplatz aus Altmetall. Und für Profis wie mich gibt es darüber hinaus einige Möglichkeiten, auch tiefer in das Wrack einzudringen. Im Maschinenraum war ich jetzt schon mehrere Male und werde das natürlich auch diesmal wieder tun. Und wer weiß, vielleicht entdecke ich ja auch diesmal noch etwas Neues. Also Freunde, angerödelt und ab dafür.
Freunde, das war es jetzt mal wieder von einer schnellen Tauchwoche im Januar in Hurghada. Ich hatte gehört, dass die Sicht unter Wasser hier aktuell wesentlich besser sei als im letzten Jahr. Nun ja, so wirklich kann ich das nicht bestätigen. Dafür war es wesentlich kühler. Ich hatte mit ähnlichen Temperaturen wie letztes Jahr gerechnet. Tatsächlich habe ich es daher von Tag zu Tag mehr bereut, nicht doch den Trockey eingepackt zu haben. Denn 21 bis 22 Grad im Wasser, das war in meinem dünnen Neopren schon grenzwertig. Aber vor allem der Ausstieg auf das Boot, das An- und Ausziehen der nassen Sachen, durch den heftigen Wind und das kühlere Wetter als letztes Jahr einfach nur garstig. Das Tauchen an sich war wie gewohnt und vor allem jetzt in der Nebensaison, ohne die Massen an Tagesbooten, sehr entspannt. Und zu sehen gibt es hier im Roten Meer ja eigentlich immer etwas. Vor allem die Wracks in Abu Nuhas sind ja hier immer mein persönliches Highlight. Tatsächlich wollte ich eigentlich noch last minute auf ein Liveaboard. Da diese aber in der Regel samstags bis samstags gehen, war das von der verfügbaren Zeit einfach nicht stemmbar. Klar, stationär hätte ich auch wieder nach Safaga gehen können. Aber da war ich ja jetzt schon mehrfach und auch zuletzt letztes Jahr und kenne dort bereits jeden Fisch gefühlt beim Vornamen. Außerdem wollte ich mir einfach alles Unnötige an Logistik und Transfer ersparen. Und etwas Abwechslung ist ja tatsächlich auch immer schön. Also ganz pragmatisch. Erneut Hurghada, erneut Arabella Azur und erneut Blue Water Dive. Tatsächlich waren die Preise im Arabella vorab aber ganz schön drüber. Ich hatte daher bis ganz zuletzt mit einer Buchung gewartet. Literally, ich habe wirklich erst 2 Tage im Voraus gebucht. Und ja, Freunde, das hat sich ausgezahlt. Am Ende habe ich doch einen sehr guten Deal bekommen. Auch der Flug mit Condor in der Business Class war letztendlich dann günstiger, als einfach Economy mit XL-Sitz und extra Tauchgepäck zu buchen. Das Hotel an sich hatte ich beim letzten Mal ja bereits vorgestellt. Klar, auch wenn die Anlage architektonisch schön angelegt ist, vor allem mit dem Lichtspiel der Sonne auf weiß getünchten Kuppeldächern, so ist dieses Hotel vom Ambiente, vom Essen und auch vom Publikum her natürlich nicht mit einem High-Class-Resort zu vergleichen. Aber mit dem, was ich jetzt hier für eine Woche bezahle, macht man in einem solchen natürlich auch keine großen Sprünge. Und man hat hier alles, was man benötigt. Für ein paar Tage Tauchen im Winter, also durchaus angenehm. Ebenfalls in Kombination mit der Tauchbasis. Besonders komfortabel ist nicht nur, dass die halt direkt an der Rückwand von meinem Zimmer liegt, sondern auch die integrierte Bar, in welcher man vom morgendlichen Kaffee über die Flasche Wasser zum Mitnehmen bis hin zum Dekobierchen am Nachmittag voll versorgt wird. Als Hotelgast inklusive, versteht sich. Also unter all diesen Aspekten betrachtet, war das doch eine absolut runde Tauchwoche für ein schmales Budget. Endfazit kann man durchaus machen. Das also, meine lieben Freunde, war der erste Tauchtrip in 2026 und das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Zeit genug also für weitere Abenteuer. Was wohl als nächstes ansteht, let's find out. Eine kleine Bitte noch zum Schluss. Ich weiß, dass ihr großartig seid im Likes geben. Aber was der YouTube-Algorithmus wirklich liebt, das sind Kommentare und Shares. Ich würde mich also freuen, wenn ihr mich hier ein bisschen supporten möchtet. Und wir sehen uns natürlich demnächst wieder hier auf meinem Kanal.